Seit Anbeginn der Menschheit haben 3 kleine Worte Dichter zum Schreiben, Philosophen zur Agora und Suchende zu den Orakeln getrieben. Sie lautet: Wer bin ich? Vom antiken griechischen Spruch auf dem Apollontempel „Erkenne dich selbst“ bis zur Rockhymne von The Who are you?, haben sich Philosophen, Psychologen, Akademiker, Wissenschaftler, Künstler, Theologen und Politiker mit dem Thema Identität beschäftigt. Ihre Annahmen gehen weit auseinander. Von Einigkeit ist keine Spur. Aber warum fällt es diesen klugen, kreativen Leuten so schwer, die richtige Antwort zu finden? Es liegt unter anderem am komplexen Konzept des Fortbestehens der Identität. Welches Du ist gemeint? Das von heute? Von vor 5 Jahren? Das, das du in 50 Jahren sein wirst? Und wann ist Bin? Diese Woche? Heute? In dieser Stunde? In dieser Sekunde? Und was von dir ist Ich? Dein physischer Körper? Deine Gedanken und Gefühle? Deine Taten? Die trüben Wasser dieser abstrakten Logik sind nur schwer navigierbar. Daher ist es wohl passend, dass der griechische Historiker Plutarch die Komplexität des Problems mit der Geschichte eines Schiffs aufzeigte. Wie bist du Ich? Der Sage zufolge tötete König Theseus, der mythische Gründer Athens, eigenhändig den bösen Minotaurus auf Kreta und kehrte dann auf einem Schiff heim. Um diese Leistung zu würdigen, hielten die Athener das Schiff im Hafen 1000 Jahre lang mühsam in Schuss und stellten seine Reise jedes Jahr nach. Wenn ein Schiffsteil abgenutzt oder beschädigt war, wurde es durch ein identisches Teil aus dem gleichen Material ersetzt, bis irgendwann keine Originalteile mehr übrig waren. Plutarch merkte an, dass Theseus' Schiff ein Beispiel für das philosophische Paradoxon ist, das sich um das Fortbestehen der Identität dreht. Wie kann es sein, dass wenn jedes Teil einer Sache ersetzt wurde, diese noch dieselbe ist? Stellen wir uns 2 Schiffe vor. Das Schiff, mit dem Theseus in Athen anlegte, Schiff A, und das Schiff, auf dem die Athener 1000 Jahre später segelten, Schiff B. Die Frage lautet daher: Ist A also gleich B? Manche würden sagen, es gab 1000 Jahre lang nur ein Schiff des Theseus. Und weil die Veränderungen allmählich vorgenommen wurden, hat es niemals aufgehört, das legendäre Schiff zu sein. Obwohl beide kein einziges gemeinsames Teil besitzen, sind die Schiffe rein rechnerisch identisch. Das heißt ein und dasselbe. Also ist A gleich B. Andere würden jedoch sagen, dass Theseus Schiff B nie betreten hat und dass seine Präsenz auf dem Schiff ein qualitatives Merkmal dessen darstellt. Ohne ihn kann das Schiff nicht seines sein. Obwohl die beiden Schiffe also rein rechnerisch gleich sind sie qualitativ verschieden. Deshalb ist A nicht gleich B. Und was ist mit folgender Wendung? Was wäre, wenn jemand alle ursprünglichen Teile des Schiffs eingesammelt und es im Originalzustand wieder zusammengebaut hätte? Danach würden dann zweifelsfrei 2 Schiffe physisch existieren. Das in Athen und eines im Hinterhof irgendeiner Person. Beide könnten den Titel Schiff des Theseus für sich beanspruchen, aber nur eines wäre das wahre. Welches wäre es dann? Und, noch wichtiger, was hat das alles mit dir zu tun? Genau wie das Schiff bist du eine Ansammlung sich fortwährend verändernder Teile. Dein physischer Körper, dein Geist, deine Gefühle, deine Lebensumstände, selbst deine Macken verändern sich. Aber auf verblüffende, manchmal unlogische Weise bleibst du immer du selbst. Deshalb ist die Frage, wer bin ich, so komplex. Und um sie zu beantworten, musst du, wie schon so viele große Denker vor dir, bereit sein, in den bodenlosen Ozean der philosophischen Paradoxe einzutauchen. Oder du beantwortest die Frage einfach mit: Ich bin ein Sagenheld, der ein mächtiges Schiff auf einer epischen Reise steuert. Das tut's vielleicht auch. Bereit für ein weiteres Gedankenexperiment? Wie wäre es damit? Würdest du ein Leben ohne Schmerzen wählen? Die Antwort könnte komplizierter sein, als du denkst. Sieh dir dieses Video an, um mehr zu erfahren.